basierend auf der Mathematik der Mayas, das ist die 20er Mathematik. Wir haben 10 Finger, 10 Zehen, das ist natürlich alles andere als ein Zufall. Und wir haben auch 20 essentielle Aminosäuren, und das nennt man ja auch die Bausteine des Lebens, eigentlich primär die 20. Es gibt viele Erfahrungen, die du niemals gemacht hast. Denn es gibt Dinge, die du nie getan hast. Und Personen, die du nie gewesen bist. Es gibt Menschen auf dieser Welt, die nur wenige Bedürfnisse haben und die in erhabenen Frieden leben. Was immer sie brauchen, was immer sie wollen, das lassen sie einfach Wirklichkeit werden. Schuhe ausziehen, direkt draußen lassen. Okay, also. So. Ja, hello ladies and gentlemen, Arthouse Spaghetti again. Wir sind wieder da, wir sind wieder live und heute hier mit einem ganz besonderen Zauberer, nämlich der Urs. Zurück in die Zukunft oder zurück aus der Zukunft. Und ja, möge das Gute siegen. Stichwort Maya-Kalender, einfach nur so viel dazu. Wir haben in diesem Zeitkompass, der ja, unser Verein herstellt, haben wir 2 wichtige Zeitlinien. Da ist da oben die Zeitlinie, die Dr. José Argüelles erschaffen hat. Das ist eigentlich so eine verspielte Anwendung, basierend auf dem heiligen, 260-tägigen Ritualkalender, weil es ist auch offensichtlich, dieser 260-tägige Ritualkalender entspricht dem durchschnittlichen Schwangerschaftszyklus, weil es eben der Zyklus ist, dem wir alle unser Leben verdanken. Und dieser Kalender war in ganz Mittelamerika verbreitet. Die Mayas haben ihn einfach zur Blüte gebracht. Das ist eigentlich ein kosmischer Zyklus und der gehört eigentlich gar niemandem. Das, was ich jetzt zeichne, ist dein Geburtsorakel, nennen wir es im Dreamspell-Universum, basierend auf deinem Geburtstag. Und du bist im Dreamspell-Universum und das passt irgendwie wirklich gut, ein weißer Obertonspiegel. Oh, Oberton habe ich gerne. Ja, und Spiegel ist wirklich die Einladung, in den Spiegel zu gucken und zu gucken, ob das, was man sieht, ob einem das gefällt. Und wenn nicht, dann gibt es die Möglichkeiten zur Optimierung. Und wie innen so außen eben der weiße Spiegel, das sind eben auch Menschen, die wirklich in sich die Kraft haben, einerseits die Unterscheidungskraft, also was tut mir gut, was tut mir weniger gut, was fühlt sich richtig an, was fühlt sich falsch an und mit ihrer klaren Position vielleicht auch anderen Menschen ein klares Zeichen sein zu können, an dem man sich orientieren kann. Du bist ja auch Zeremonienleiter. Eine wunderschöne Aufgabe, wie ich finde. Und da geht man ja eben auch, bringt man ja Menschen zusammen in einem heiligen Bund. Und da, glaube ich, braucht es wirklich jemanden, der wirklich für beide, für dieses frisch gebackene Paar, wirklich auch so etwas wie ein selbstloser, dienender Spiegel sein kann. Mach dich frei. Weil viele glauben wirklich, dass man als Künstler geboren sein muss, was natürlich nicht der Fall ist, sondern wir haben alle diesen wirklich kreativen, göttlichen Funken in uns und er wird natürlich eben durch Kindergarten, Schule und all diese Erlebnisse, die sich da ansammeln, der wird oftmals wirklich zugeschüttet und unterdrückt. Die Kraft des Tzolk'ins, dieses heiligen Zykluses, ist die in dir wohnenden Fähigkeiten, auch Zeitpotenziale genannt, wieder zum Leben zu erwecken, indem du einen ganzen Tzolk'in mit seinen 260 Tagen folgst und dann herausfindest, wo du in 9 Monaten, also in einem Schwangerschaftszyklus später, wo du dich da befinden wirst. Urs hat viel Zeit mit dem Maya-Kalender verbracht. Und in diesem Video erklärt er uns, wie man den Kalender am besten benutzt. Das eigene Erleben und Erleben wirklich wie von alleine auf eine natürliche Wachstumsspirale eintunt. Komplimenti. Der weiße Spiegel, der ist natürlich nicht alleine auf seiner Heldenreise, der hat natürlich noch ein paar Compañeros. Da macht alles auch ein bisschen mehr Spaß. Und José Argüelles hat basierend auf der Mathematik der Mayas, das ist die 20er Mathematik,
weil wir haben 10 Finger, 10 Zehen. Das ist natürlich alles andere als ein Zufall. Und wir haben auch 20 essentielle Aminosäuren. Und das nennt man ja auch die Bausteine des Lebens. Und deshalb ist diese 20 im Zahlenuniversum der Mayas wirklich eigentlich primär die 20. Mit wirklich also in meinen Augen wunderschönen Logos kodiert. Wir haben ja also 20 Glyphen und jedes davon ist wie ein eigenes Universum, das es zu entdecken gibt. Und du als weißer Spiegel hast die Aufgabe, für andere Menschen ein gehaltvoller, ehrlicher Spiegel zu sein. Und dein Weg wäre so ein bisschen der Weg der Selbsterkenntnis. Ich bin schon ein Leben lang unterwegs. Mittlerweile ist es wirklich so, Ja. dass ich an einem Punkt angekommen bin, wo wirklich nur ganz wenig Zeit braucht, um in dem anderen etwas extreme Reaktionen auszulösen. Also der Spiegel, den kenne ich auch ein bisschen, weil ich habe den als weißen elektrischen Magier in meiner Führungsposition. Und der Spiegel kann für einen selbst natürlich eine Herausforderung werden, weil man irgendwie oder irgendwann dann mal begriff, dass alles im Außen letztendlich auch eine Widerspiegelung des eigenen Inneren ist. Und wenn man das realisiert, bricht da mal oftmals einiges zusammen, nämlich eben auch gewisse Illusionen. Und anschließend kommt eigentlich die Kurskorrektur, wo man einfach wirklich eben dafür sorgt, dass man mehr und mehr präziser auf dem Weg geht, der eigentlich von dir eigentlich schon vorgewünscht oder vorgeträumt worden ist. Hilfreiche Kraft, wenn man rasch vorankommen möchte. Der berühmte Tritt in den Hintern. Ja. Und deswegen ist das sehr gut, auch nochmal zu hören, dass das, wie sagt man, ein Indikator oder eine Initialzündung sein kann für eine schnellere Entwicklung. Und deswegen das Ganze vielleicht gar nicht mal so als etwas Negatives, man könnte es als etwas Negatives ansehen, weil es einen Schattenaspekt von einem selber anspricht. Aber wenn man es wirklich als positiv sieht und das schafft anzunehmen, dann ist es ein Beschleuniger für die eigene Entwicklung. Genau, und ein großes Geschenk. Und das jedoch leider viele nicht zu würdigen wissen, weil der Spiegel hat natürlich wirklich wie in einem Spiegellabyrinth viele Facetten. Er kann wirklich auch scharfkantig sein. Seine Medizin ist Kakao und hier bereitet er uns eine Tasse zu. Mischung von einem heiligen Kakao, Hunapku, von einer eingeweihten Tageshüterin in Guatemala, in Antigua, die wir persönlich kennen, wirklich wunderbare Frau. Sie macht alles mit der Hand, es ist ein Zwei-Frauen-Betrieb und ein Teil von ihrem Gewinn fließt in eine coole Community dort unten. Und das gibt ihm dann immer noch ein bisschen eine spezielle Richtung. Jedes Zeichen hat auf seiner Reise, wir können das auch eine Heldenreise nennen, hat 4 Archetypen um sich herum, die ihn auf dieser Heldenreise unterstützen, indem was sie herausfordern. Das ist also mein eigenes Horoskop, kann man so sagen. Ja, könnte man so sagen. Welches von den 4 ist der heilige Spiegel? Das ist das Zeichen in der Mitte, genau. Okay. Genau. Und wie interagieren jetzt zum Beispiel die anderen 4 Symbole mit dem Spiegel oder wieso sind das meine Helfer? Was kann ich daraus wissen? Mitnehmen. Genau. Was wäre ein Held ohne Herausforderung? Die Herausforderung ist auf der linken Seite. Da haben wir den gelben Stern. Der gelbe Stern steht für die Schönheit, für die Balance, die Ästhetik, die Harmonie im Innen sowie Außen. Und ganz besonders war dieses Zeichen auch das Symbol für Venus, welches ja eben auch wieder ein Zeichen für die Schönheit ist. Dieses Zeichen steht auch für die Kunst in allen ihren Ausdrucksformen. Ich kenne viele Menschen, die sind wirklich auf die eine oder andere Art Künstler und das sind alles auch gelbe Sterne. Ja, ist wirklich die Einladung, ein leuchtender Stern für sich selbst, um für andere zu sein und das hoffentlich mit einer großen Portion Kunst. Der rote Drache hier auf der rechten Seite ist der Buddy, dein Freund und Helfer, mit dem du durch dick und dünn gehst. Was macht der Drache genau? Der Drache ist das erste von 20 Zeichen. Er öffnet den Schirm, er initiiert das Spiel, er gebärt, damit da wirklich eine gute, starke Startenergie ins Spiel kommt und die ist in diesem Falle eben weiblich.
Das Zeichen da ist der weiße Weltenüberbrücke, so wird er im Dreamspell-Universum genannt, aber in der Maya-Sprache Tsimi oder Kame und steht wirklich für den Tod und alles, was damit zu tun hat, also das Sterben, das Loslassen, hoffentlich auch das Vergeben oder wie man so schön sagt, das letzte Hemd hat keine Taschen. Der weiße Weltenüberbrücker ist die Kraft des Loslassens, des Todes und der Wiederauferstehung. Gut, jetzt haben wir dann noch ein Zeichen über, was ja auch wichtig ist für mich als weißen Spiegel. Was ist das für ein Zeichen? Das ist Akbal, die blaue Nacht. Das ist die Kraft des Träumens, der Fülle. Oh, wow, das ist ja absolut wunderschön. Wir sind schon wieder am Ende mit unserem Besuch beim Urs. Hier seht ihr, was er für ein wunderschönes Kunstwerk gezaubert hat während unserer Session. Sieht super aus, danke schön. Mache ich wirklich gerne. Genau. Und was glaubst du, wie die nächsten 2 Jahre verlaufen? Ja, also ich erlebe im Moment sogar selber das, was man Mandela-Effekt nennt. Also man schaut zurück und sieht plötzlich eine andere Vergangenheit als diejenige, die wir erlebt haben. Ich glaube wirklich, dass das menschliche Bewusstsein von etlichen Menschen sich so erhebt, dass gewisse Zeitlinien, neue Zeitlinien sich wie rein hacken können und dort, wo wir sind, einfach auf einem erhöhten Niveau weiterfahren können. Also ich glaube wirklich, in den nächsten 2, 3 Jahren wird sich sehr vieles beschleunigen. Einerseits der Zerfall und gleichzeitig alle, die auf die richtigen Pferde, auf die richtigen Menschen setzen, bei denen wird die Post abgehen, da wird es durch die Decke gehen. Sehr schön. Dankeschön, Urs, dass du mich hier so herzlich empfangen hast mit diesem wunderbaren Kakao. Wir machen bereits seit 7 Jahren ein Festival, ein Friedensfestival, Frieden durch Kunst und Kultur. Und das ist immer um den Tag 24., 25., 26. Juli herum, wenn der neue 13-Mond-Jahreszyklus beginnt. Und das wird inzwischen weltweit von Millionen von Menschen gefeiert, festlich begonnen. Und wir leisten unseren Teil, indem wir für 200, 300 Menschen in Solothurn im Zauberwald ein Feld kreieren, wo wir uns begegnen können, wir uns austauschen können, inspirieren und unterstützen und letztendlich wirklich auch die Zukunft feiern, die wir bereits in die Gegenwart hineinbringen oder zaubern. Alright. Let's go! Let's go! Es gibt viele Weisheiten, die du noch zu leben hast. Weißt du, welche davon die großartigste ist? Einfach zu leben, um zu leben. Zu leben, einfach um zu leben, ist das Größte, was man im Verständnis des Lebens erreichen kann. Denn dann wirst du Frieden kennen, dann wirst du Freude kennen. Dieses Verständnis des Lebens musst du vielleicht erst noch erfahren, denn du hast dich einschüchtern lassen in die Rollen des Helfers, des Arbeiters, des Konkurrenten, des Idealisten, des Leidenden oder des Neurotikers. Das hast du als dein Los akzeptiert und folglich ist es so. Wenn du dir aber jemals erlaubst, die anderen Seiten des Lebens zu sehen, wirst du begreifen, dass alles nur ein winziger Ausschnitt aus deinen Wahlmöglichkeiten ist.